Turbinen gehören zu den am häufigsten benutzten Instrumenten in der Zahnarztpraxis. In diesem Video möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie erkennen, ob der Turbinenläufer defekt ist und wie Sie diesen einfach wechseln können. Möchten Sie den Rotorwechsel nicht selber durchführen, stehen wir Ihnen natürlich jederzeit mit unserem Dental-Reparaturservice zur Seite und reparieren Ihre Instrumente aller Hersteller schnell und kostengünstig. Wie erkenne ich einen defekten Rotor und wie ist es dazu gekommen? Turbinen drehen mit bis zu 500.000 Umdrehungen pro Minute, was für die Kugellager eine enorme Belastung darstellt. Daher sind verschlissene Kugellager der häufigste Defekt, was auch häufig durch nicht ausreichende Pflege und Ölung beschleunigt wird. Daher achten Sie immer auf die korrekte Pflege laut Herstellerangaben. Verschlissene Kugellager erkennen Sie daran, dass der Bohrer locker ist, der Bohrer sich schwer drehen lässt oder dass die Turbine lauter als üblich ist. Oft reicht es in diesem Fall auch schon, die Kugellager zu erneuern, was im Gegensatz zu einem neuen Läufer deutlich günstiger ist. Hierzu müssen Sie sich jedoch an unsere Servicewerkstatt wenden. Die Kontaktdaten finden Sie in der Videobeschreibung oder rechts unten eingeblendet. Die regelmäßige Prüfung der Spannzangenhaltekraft ist unbedingt notwendig, da sonst der Bohrer während der Behandlung herausfallen kann. Spezielle Prüfwerkzeuge werden hierzu von den Herstellern angeboten. Ist die Haltekraft nicht mehr ausreichend, muss der Läufer erneuert werden. Aber auch eine falsche Handhabung kann zum schnellen Defekt des Läufers führen. Hierzu haben wir ein separates Video gemacht, welches Sie darüber informiert. Sie finden den Link zum Video in der Videobeschreibung oder jetzt hier rechts oben eingeblendet. Für den Rotorwechsel benötigen Sie den zu Ihrer Turbine passenden neuen Läufer und ein Werkzeug zum Öffnen des Druckknopfes. Da sich dieses Werkzeug bei allen Turbinentypen unterscheidet, achten Sie darauf, niemals das falsche Werkzeug zu benutzen, da sonst der Druckknopf beschädigt werden kann. Mit dem passenden Werkzeug können Sie nun den Druckknopf mit einer Drehung gegen den Uhrzeigersinn entfernen. Nun kann der defekte Rotor vorsichtig entnommen werden, indem dieser mit einer Pinzette durch das kleine Loch im Turbinenkopf herausgedrückt wird. Unser Spartipp: Werfen Sie die defekten Rotoren nicht weg, da diese häufig in unserer Servicewerkstatt kostengünstig repariert werden können. Dadurch sparen Sie beim nächsten Rotorwechsel deutlich gegenüber einem neuen Läufer. Nun werden im Turbinenkopf und im Druckknopf ein O-Ring sowie eine silberne Wellenscheibe mit Hilfe einer Pinzette entfernt. Da im späteren Reparaturverlauf neue O-Ringe und Wellenscheiben eingesetzt werden, sollte man sich deren bisherige Position gut einprägen. Indem man nun die Turbine ohne Rotor auf die Turbinenkupplung setzt und mit Druckluft ausbläst, entfernt man einfach und schnell eventuelle Fremdkörper im Gehäuse. Bevor nun der neue Rotor eingebaut wird, muss der Turbinenkopf und der Druckdeckel mit einem Q-Tip gründlich gereinigt werden. Unser Tipp: Befeuchten Sie den Q-Tip mit einem Tropfen Pflegespray. Nun kann die Montage beginnen. Auf diesem Bild sieht man die übliche Reihenfolge der einzusetzenden Ersatzteile. Zuerst werden nun die beiden O-Ringe in den Turbinenkopf sowie Druckknopf eingesetzt. Dies kann etwas Geduld verlangen, da dies nicht ganz einfach ist. Hierzu nimmt man am besten den O-Ring beidseitig mit einer Pinzette und fählt diesen beidseitig in die dafür vorgesehene Rille ein. Wichtig: Achten Sie darauf, dass der O-Ring bei der Montage nicht beschädigt wird. Nachdem man auch die beiden Wellenscheiben in den Turbinenkopf und Druckknopf eingesetzt hat, kann der neue Rotor vorsichtig eingesetzt werden. Wichtig: Der Rotor muss gerade und ohne zu viel Druck eingesetzt werden und darf nicht verkanten. Fast geschafft! Nachdem der Druckknopf mit dem Werkzeug im Uhrzeigersinn aufgesetzt und festgezogen wurde, kann die Funktion der Turbine durch einen kurzen Testlauf an der Einheit überprüft werden. Bitte beachten Sie, dass sich Turbinen unterschiedlicher Hersteller unterscheiden und entsprechend der Ablauf etwas abweichen kann. Hierbei stehen wir Ihnen aber gerne jederzeit zur Verfügung. Gerne informieren wir Sie auch über unseren Reparaturservice für Hand- und Winkelstücke. Neu hierbei ist unsere Kostenbremse für viele Geräte und Hersteller, sodass teure Reparaturen der Vergangenheit angehören.